Vor 3 Jahren sind wir mit The Pluses gestartet. Damals mit einem Audi TT RS Plus und einem Audi R8 V10 Plus und waren in den italienischen Alpen unterwegs. Ein Jahr später sind wir in die französischen Seealpen gefahren, wieder mit 2 Audis, nämlich einem RS5 Cabrio und einem R8 V10 Spider. Und dieses Jahr waren wir mit 2 anderen Fabrikaten unterwegs und auch nicht in den Alpen, sondern in den Pyrenäen, einem Nissan GT-R und einem Mercedes C450 AMG. Was nächstes Jahr kommt, haben wir euch noch nicht verraten, werden wir auch vorerst nicht. Aber wir möchten euch ein paar Fahrzeuge zeigen, die in Frage kommen für diese nächste Reise. Und heute zeige ich euch ein Fahrzeug aus Affalterbach mit einem kräftigen V8. Vielleicht hat der eine oder andere es erraten, es handelt sich bei unserem Fahrzeug um den Mercedes AMG C63S als Limousine. Wir möchten euch diesmal besonders viele Fahraufnahmen zeigen, deswegen halten wir das jetzt das Äußere und das Innere auch ein bisschen knapp. Und hier seht ihr eigentlich schon, was dieses Fahrzeug ausmacht. V8 Biturbo, neue Entwicklung mit 4 Litern, bekannt aus dem Mercedes AMG GT. Das Fahrzeug, das ihr jetzt seht, ist eigentlich so im Edition 1 Trim. Mit dem roten Streifen, hier überall diesen eher hässlichen Dekorlinien an der Seite. Und ansonsten, wie von AMG bekannt, einfach wunderschöne Details. Wir haben einmal hier die Frontschürze mit dem Sichtcarbon, was wirklich wunderschön ist. Von weitem sieht das aus wie ein Fischmaul eigentlich, das weit aufgerissen ist. Wir haben wieder diesen roten Rand hier am Kühlergrill, kommen dann in die LED-Scheinwerfer, die wirklich sowas von skulpturhaft gemacht sind. Ich bin ein Riesenfan von. Und hinten dann das knackige Heck, das jedem Kenner eigentlich sagt, was einen erwartet, nämlich 510 PS und 700 Newtonmeter mit diesem wunderschönen Diffusor hier. Also ist echt, fasst sich toll an und man kennt von weitem, was drin steckt. Die Mercedes C-Klasse ist in meinen Augen das Fahrzeug mit dem schönsten Innenraum, den man überhaupt bekommen kann zurzeit. Ich liebe einfach, wie jede Taste hier ihre eigene Form hat und nicht aus dem Massenregal stammt, sondern irgendwie wirklich geformt ist und durchdacht ist. Auch hier an den Türen sieht man das wirklich irgendwie. Es ist alles aus einem Guss und ich finde, das kriegt im Moment kein anderer Hersteller so gut hin wie Mercedes. Hierüber streiten sich die Geschmäcker, ob das schön ist oder nicht. Ich mag es, ich habe damit auch kein Problem. Aber was wichtig ist beim AMG, einmal Hände hat man hier, dieses wunderschöne Wildlederlenkrad. Ich stehe da total drauf, das fasst sich so gut an. Und diese Zentrale hier, die wir bei unseren Roadtrips wahrscheinlich am meisten benutzen würden, nämlich um Dämpferabstimmung, manuelle Schaltung, Sportabgasanlage ist natürlich an und die verschiedenen Fahrdynamikstellungen zu nutzen und durchzuschalten. Das ist immer wichtig, weil man auf den Pässen fährt, dann will man wirklich den kernigen Klang und will die Power haben und auf der Autobahn. Andererseits dann will man es vielleicht ein bisschen ruhiger und komfortabler haben. Und all das verspricht das Fahrzeug nicht nur, sondern hält es auch. Jetzt werfen wir mal einen Blick hinten rein. Alles, was man für einen Roadtrip braucht, wenn man nicht zu zweit unterwegs sind, und wir sind ja hier mit Sonat immer unterwegs, der hat hier sogar seine eigene Klimasteuerung und jede Menge Platz für seine ganzen Spielzeuge. Also es ist natürlich bisschen besser als im GT-R, auch wenn ich nicht sagen will, ein Roadtrip muss immer mit einem 5-Personen-Auto sein. Aber wenn man die Möglichkeit hat, mit dem Motor, warum nicht? Und hier so. Okay. Hier haust das Monster. Der V8 Biturbo, die Turbos befinden sich hier in der Mitte. Gebaut von Svetlana Gazlö. Vielen Dank für diesen Motor. Er macht jede Menge Spaß. Was bei The Pluses immer besonders wichtig ist, wie so ein Sportwagen eigentlich da in den Bergen, in Tunneln und in Galerien klingt. Der Sound ist mit so der wichtigste Faktor. Deswegen haben wir uns auch richtig viel Mühe gegeben, euch den Sound dieses V8 mit über 500 PS und 700 Newtonmetern rüberzubringen. Ohren auf. Motor an. Ich würde sagen, auf der The Pluses Soundskala volle 10 Punkte. Und jetzt geht es damit ab auf die Straße. Ein bisschen Spaß haben.
uns mal ein Stück Landstraße gesucht und wollen sehen, was denn der C63S so alles leisten kann. Die 510 PS und die 700 Newtonmeter machen halt diesen Motor zu einem unglaublich direkt ansprechenden, brachial klingenden Ding. Sorry, liebe Kamera. Jetzt meine Nase frei. Das Ding zieht durch, das ist unglaublich. Also man merkt weder die Gangwechsel noch, dass hier drehzahltechnisch er irgendwie sich bemerkbar macht, dass er keine Power hätte oder erstmal in die Gänge kommen muss. Nichts. Unten raus bis 7000 Umdrehungen zieht er einfach wie am Schnürchen durch. Das Fahrzeug lebt. Man spürt echt so diese komplette Power, die 510 PS an der Hinterachse, aber es lässt sich so spielen, damit umgehen. Da haben die Ingenieure in Falterbach echt ganze Arbeit geleistet. Das Ding ist Wahnsinn. Falls euch jetzt die ganze Zeit schon wundert, warum ich mal so viel von Roadtrip und von den Alpen rede und schwärme, dann seht euch am besten diesen Trailer an, denn da seht ihr genau, was wir eigentlich hauptsächlich machen. Wir haben den Morgen des zweiten Tags und jetzt gerade merke ich, dass dieser Punkt gekommen ist, an dem man dieses seltsame Roadtrip-Feeling hat. Das Auto ist von außen zugestaubt, von innen auch schon. Und ich fühle mich zu Hause und wohl und habe irgendwie das Gefühl, ich müsste gar nicht mehr aussteigen. Da fährst du die ganze Zeit im Kreis irgendwie bergauf, bergab, suchst tolle Straßen und dann kommst du hier auf die spanische Landstraße und bist plötzlich wieder glücklich. Macht der Mercedes seit dem Parkplatz gerade eben komische Geräusche? Da ist jetzt plötzlich was kaputt und hier fehlt der gesamte Profilblock. Bietet sich der Mercedes AMG C63S für die Ausfahrt in die Berge an? Klares Urteil von mir, absolut ja. Dieses 4 Liter V8 Monster, das hier unter der Motorhaube haust und diese komplette Kraft, die dieser Motor liefert, komplett nur an der Hinterachse, das ist einfach ein Freudenpaket. Ich wollte gar nicht mehr aufhören, auf der Landstraße mit dem Ding zu fahren. Jede Kurve habe ich genossen und die Leute, die ich mitgenommen habe, die wollten genauso wenig aussteigen wie ich. Also für mich ein heißer Kandidat für die nächste The Pluses-Ausgabe. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, falls euch das Video gefallen hat. Folgt uns, liked unsere Bilder, unsere Videos und hoffentlich bis zum nächsten Mal.